Gibt es einen Unterschied zwischen Moral und Ethik? Womit beschäftigt sich die philosophische Ethik und wie arbeitet sie? Was versteht man unter Metaethik? In diesem Grundlagenvideo erhältst du einen kurzen Überblick über alle wichtigen Begriffe. Die Begriffe Moral und Ethik stammen aus dem Lateinischen bzw. Altgriechischen und hatten damals fast dieselbe Bedeutung. Auch heute werden die beiden Begriffe umgangssprachlich oft synonym verwendet. Die Begriffe Mos bzw. Ethos bedeuteten zum einen Sitte, Gewohnheit, Brauch, bezogen sich also auf kollektive Gepflogenheiten in einem Gemeinwesen. Zum anderen bezeichneten sie individuelle Eigenschaften von Einzelpersonen. Dann hatten sie die Bedeutung von Charakter, Denkweise oder Gesinnung. Beide Begriffe beinhalteten keine Wertung, konnten also positiv oder negativ verwendet werden. Während die Begriffe in der Antike eine so ähnliche Bedeutung hatten, dass der römische Schriftsteller und Philosoph Cicero das griechische Wort Ethos sogar mit Mos ins Lateinische übersetzte, werden die beiden Begriffe in der modernen deutschen Fachsprache scharf unterschieden. In der gegenwärtigen Philosophie bezeichnen Moral und Ethik kategorial verschiedene Dinge. Die Begriffe befinden sich auf unterschiedlichen Reflexionsebenen. Moral bezeichnet die Gesamtheit von Werten und Normen, die das Handeln von Menschen bestimmen und als verbindlich akzeptiert werden. Die Moral sagt uns, welches Handeln als gut gilt und welches als schlecht. Inhalt der Moral sind bestimmte Werte und Normen. Da es ganz verschiedene Werte und Normen gibt, gibt es auch verschiedene Moralen. In verschiedenen Religionen, Kulturen, politischen Konzeptionen oder Gruppen finden wir verschiedene Moralen. Und auch einzelne Menschen können ihre eigene Moral entwerfen und vertreten. Die verschiedenen Moralen müssen nicht unbedingt zu Streit führen. Manchmal werden sehr ähnliche Grundüberzeugungen vertreten oder die einzelnen Moralen decken verschiedene Handlungsbereiche ab. Manchmal stehen Moralen in Konkurrenz zueinander und machen abweichende Vorschläge für genau das gleiche Themengebiet. Man kann dann darüber streiten, welche die beste Moral ist. Das Nomen Moral ist wertneutral, kann sich also auf positiv oder negativ bewertete Moralsysteme beziehen. Ich kann beispielsweise sagen, dass ich die Moral der Mafia schlecht finde. Das Adjektiv moralisch hingegen kann sowohl wertneutral als auch wertend gebraucht werden. Moralisch kann bedeuten, zum Bereich der Moral gehörend oder auch sittlich gut. Das Gegenteil zu moralisch kann demzufolge sowohl nicht moralisch als auch unmoralisch sein. Moral betrifft das Handeln von Menschen. Häufig geht es in der Moral um ein Handeln, von dem andere Menschen betroffen sind. In der Moral kann es aber auch um Pflichten gegen sich selbst gehen, also um ein Handeln, das nur die handelnde Person selbst betrifft. Ein Beispiel für eine solche Pflicht gegen sich selbst wäre die Entfaltung der eigenen Talente. Und auch menschliches Handeln gegenüber der Natur oder gegenüber Tieren kann Gegenstand, Objekt der Moral sein. Man ist sich weitgehend einig darüber, dass die Natur oder Tiere nicht Subjekt der Moral, also keine moralischen Akteure sind. Dass sie nicht über Vernunft und Willensfreiheit verfügen, können sie nicht moralisch handeln. Moralisches Handeln wird verstanden als freies, bewusstes, absichtsvolles Handeln. Naturkatastrophen oder Angriffe von Tieren werden daher nicht als moralisch falsch oder böse bewertet. Nur der Mensch kann als vernunftbegabtes, freies Lebewesen Subjekt der Moral sein. Moral wird zudem als verbindlich akzeptiert. Sie erhebt Anspruch auf unbedingte Gültigkeit. Moralische Forderungen sind demnach nicht abhängig von den momentanen Zielsetzungen der handelnden Person, sondern gelten bedingungslos. Ethik ist die Wissenschaft von der Moral. Ethik wird daher auch Moralphilosophie genannt. Der griechische Philosoph Aristoteles verwendete als erster den Begriff Ethik, um eine philosophische Disziplin zu bezeichnen und teilte sie dem Bereich der praktischen Philosophie zu. Er vertrat die Ansicht, dass man begründete Aussagen darüber machen kann, wie Menschen gut und richtig handeln sollen und welche persönlichen Eigenschaften ein solches Handeln voraussetzt. Ethik bzw. Moralphilosophie gehört zur praktischen Philosophie, da sie sich mit der Praxis, dem moralisch richtigen Handeln beschäftigt.
Ethik fragt sich zum Beispiel, welche Moralen gibt es, wie lassen sie sich begründen und welcher Logik folgen ihre Begriffe, ihre Aussagen, ihre Argumentation. Da Ethik in verschiedenen Fachbereichen und mit sehr unterschiedlichen Methoden betrieben wird, kann man unterschiedliche Ethiken unterscheiden, auch wenn Ethik im Plural etwas sperrig klingt. Beispielsweise lassen sich nach ihrem Fachbereich die philosophische Ethik und die theologische Ethik unterscheiden. Zudem kann jede konkrete Ausarbeitung als eine unterschiedliche Ethik bezeichnet werden. Aristoteles Ethik, Kants Ethik, Mills Ethik sind verschiedene Ethiken. Auch verschiedene Typen von Ethik werden nach der Art ihrer Moralbegründung unterschieden. Es gibt beispielsweise die Tugendethik, die deontologische Ethik und die konsequenzialistische Ethik. Das Adjektiv ethisch kann im Gegensatz zu moralisch nicht wertend gebraucht werden. Ähnlich wie bei psychologisch, soziologisch oder physikalisch handelt es sich bei ethisch oder moralphilosophisch um ein klassifizierendes Adjektiv. Der Gegensatz von ethisch ist daher nicht ethisch und nicht etwa unethisch. Ethik befindet sich eine Reflexionsebene über der Moral. Ob ich einen Freund anlügen darf, um ihm eine unangenehme Wahrheit zu ersparen, ist eine moralische Frage. Ob Lügen prinzipiell verboten ist oder ob Ausnahmen erlaubt sind, eine ethische Frage. Die Ethik lässt sich aber noch genauer einteilen. Sie kann sich nämlich in unterschiedlicher Weise mit ihrem Gegenstand, der Moral, befassen. Zum einen kann sie auftreten als deskriptive Ethik. Die deskriptive Ethik macht wertfreie Aussagen über bestehende Moral. Sie beschreibt Moralsysteme und erklärt ihre Entstehung. Hierbei bezieht sie selbst keine Stellung. In der deskriptiven Ethik geht es um die möglichst präzise empirische Erfassung und Beschreibung bestehender Moralen. Die deskriptive Ethik fragt, welche Moralen es in bestimmten Gesellschaften, Kulturkreisen, sozialen Kleingruppen oder auch bei Individuen gibt und wie sich diese entwickeln und verändern. Zur deskriptiven Ethik zählt beispielsweise die evolutionäre Ethik. Diese behauptet, dass moralisches Verhalten entstand, weil es evolutionäre Vorteile bot. Das Stufenmodell der Moral des Psychologen Lawrence Kohlberg oder die Moraltheorie des Soziologen Niklas Luhmann sind weitere Beispiele für eine deskriptive Ethik. Die normative Ethik hingegen begründet und bewertet Moral. Sie formuliert selbst moralische Urteile und fragt danach, warum bestimmte Werte und Normen gelten sollen, warum ein bestimmtes Handeln gut ist und ein anderes schlecht. Sie liefert eine Antwort auf die Frage, welche ist die richtige Moral oder was soll ich tun? Die vorhin genannten Beispiele, Aristoteles Tugendethik, die deontologische Ethik von Immanuel Kant und die konsequenzialistische Ethik von John Stuart Mill, gehören zur normativen Ethik. Auf der dritten Reflexionsebene steht die sogenannte Metaethik. Gegenstand der Metaethik ist die Sprache der Moral. Sie möchte die begrifflichen Grundlagen für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen Moral bereitstellen und ist somit hilfreich sowohl für die deskriptive als auch für die normative Ethik. Die Metaethik beschäftigt sich nicht mehr mit einer konkreten Moral, sondern stellt abstraktere, grundsätzlichere Fragen, beispielsweise nach dem generellen Status moralischer Begriffe, Aussagen und Argumentationen. Fragen der Metaethik wären beispielsweise: Was bedeutet der Begriff gut und wie lässt er sich definieren? Was meint sollen? Was ist ein Wert? Was eine Norm? Können moralische Aussagen einen objektiven Wahrheitsanspruch erheben oder äußern sie nur subjektive Geschmacksurteile? Gibt es allgemeine Prinzipien in der Moral oder nur konkrete Einzelfallurteile? Gibt es objektive Werte oder nur subjektive Wertvorstellungen und Wünsche? Welche Struktur haben moralische Argumente und welcher Logik folgen sie? Letztendlich fragt Metaethik auch danach, ob normative Ethik überhaupt sinnvoll ist. Denn wenn es im Bereich der Moral keine allgemeingültigen Begründungen geben kann, sondern nur subjektive Geschmacksurteile, ergibt die normative Ethik, die ja nach Begründungen von Moral sucht, keinerlei Sinn. Im nächsten Video betrachten wir den Unterschied zwischen Werten und Normen, bevor wir uns in den darauffolgenden Videos mit der Tugendethik, der deontologischen und der konsequenzialistischen Ethik beschäftigen werden. Mit dem Quizlet Lernset Grundbegriffe der Ethik kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!